Hello, hello all. Can you hear me? Can somebody just say yes or no? Ah, thank you, Mia. Absolutely great. This is really good. Uh,
you should be able to hear me better than yesterday, because I will use this microphone, because I'm the only one that is going to use it, so we don't have to disinfect it, which is rather pleasant. Can you hear me? Somebody just say yes or no. Thank you, Mia. Absolutely great. This is really great. You should be able to hear me better than yesterday, because I will use this microphone, because I'm the only one that is going to use it, so we don't have to disinfect it, which is rather pleasant. Thanks God for technology. These are the moments for you out there when I think, oh great, we have the Technik under our foot. Wir haben die Technik funktionierend, und and then Zoom really works, and then YouTube Live interferes. Well, we will see. Es war ein kleines Problem mit YouTube Live, aber das haben wir, glaube ich, gelöst. Weiß jemand, ach ja, ich habe meine Uhrzeit. Jochen, würdest du vielleicht draußen noch mal rufen, dass es 9 ist? Ich würde tatsächlich gerne pünktlich anfangen, weil Leute sitzen vor ihren Computern. Nein. Sören, es kann sein, dass jemand beitreten will, ja. Dann einfach auf Beitreten drücken. Huh? Well, es sind noch nicht alle da. Not everybody is in the room yet, but I guess we will start. Okay. Is this better? Ist das ja jetzt besser? Wenn irgendjemand schreiben kann, dann gut. Genau. Ja. So people are just entering the room. We are nearly all together here. Die Leute kommen gerade in den Raum rein, und wir können dann anfangen. Sören, könntest du bitte auf das nächste Slide gehen? Warte. Welcome to you all. I'm glad that you made it through the night. Herzlich willkommen. Ich bin froh, dass ihr gut durch die Nacht gekommen seid. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. I hope you slept well. You see, I'm going to do this bilingual. Ich mache das in 2 Sprachen. Werde praktisch hin und her übersetzen. I'm going to translate back and forth. I know this is a little bit difficult to listen to. Ich weiß, das ist ziemlich schwierig, da zuzuhören, aber das ist die beste Art und Weise, dass auch Leute, die nicht so gut Englisch können, was von diesem Vortrag haben. But this is the best way, so people whose English is not as good can listen to this presentation. And the other way around, yes. Und auch noch andersrum, für diejenigen, die mein Deutsch nicht verstanden hat, weil ich so Schwäbisch schwätze, for those people who don't understand my German because I have a heavy Swabian accent, they will perhaps have it easier to listen to my English. Yeah. St. Francis, the first session. I want to tell you a little bit what we are going to do over the next 1.5 days. And I want to tell you a little bit why we decided to do this a very unusual presentation format for a European Network Gathering. Ich werde euch also erzählen, was ich in den nächsten 1,5 Tagen mit euch tun will, und auch natürlich, warum wir da dazu gekommen sind. St. Francis
In this first session, I will tell you something, a little bit about the life of St. Francis. Many of us know this saint or know one thing or the other. We know that the current Pope is named after St. Francis. We know that he was the one who talked to the birds. You might know that he was one of those very poor monks and was deliberately poor. But I think there is much more to tell about St. Francis and much more to think about. In dieser ersten Einheit will ich ein bisschen über den heiligen Franziskus nachdenken. Viele von uns kennen diesen Heiligen ja oder wissen so das eine oder das andere davon. Wir wissen, dass der jetzige Papst nach dem heiligen Franziskus benannt ist. Wir wissen, dass er derjenige war, der mit den Vögeln geredet hat. Wir wissen, dass er arm war und dass er bewusst arm war. Aber ich glaube, es gibt noch einiges mehr, was interessant ist, für über diesen Franziskus zu erzählen und darüber nachzudenken. And now this is the important thing why I think it is good that we are doing this. I think the story of St. Francis, what happened in his life, can tell us something about MCC, can help us reflect about MCC a little bit more, about our own experience with our church, be that you are very new to it, be that you are in MCC for a long time. It can help us to reflect. That's my hope. Ich denke, dass es so ist, dass wir über den Heiligen und vor allem über sein Leben, über das, was passiert ist in diesem Leben, nachdenken können und dass das uns etwas über MCC erzählt. Ob wir jetzt schon lange bei der MCC dabei sind oder ob wir erst kurz dabei sind, ob es jetzt über unsere Kirche geht oder ob es tatsächlich darum geht, was unsere eigene persönliche Erfahrung ist. Why now St. Francis? Why did I come up with this idea when Jochen asked me what are we going to do with this network meeting? Warum jetzt also gerade der heilige Franziskus? Als Jochen mich gefragt hat, was machen wir denn jetzt mit diesem Netzwerktreffen inhaltlich, kam mir diese Idee. I have a very good friend who is a Roman Catholic nun, Sister Marietta, in the order of St. Francis of Assisi. She's one of the in the female orders of St. Francis of Assisi. And last year, she took me on a 1-week retreat to Assisi. And for me, that was a very impressive and changing moment, and something very deeply spiritual happened there. And I realized that this Roman Catholic saint, and I know, or you know, I'm a Lutheran, so we were founded against saints. Huh? So it's not that I'm the one who is really this one who has saints all over the place. Huh? But I realized that this saint who is so far away from my Protestant and Lutheran upbringing has something to do with me and MCC. And most of it, I'm going to tell you, the most important thing I will tell you on Sunday morning. Eine gute Freundin von mir, Schwester Marietta, ist eine Franziskanerin aus Sießen, und mit der war ich in Assisi letztes Jahr. Eine Woche, und das war ein ganz spannendes Erlebnis, weil was ziemlich Beeindruckendes passiert ist in dieser Woche und was für mich sehr tief spirituelles, von dem ich auch denke, dass es was mit MCC zu tun hat. Und ich habe realisiert, dass ich, der Lutheraner, der es ja nicht so mit der Heilige hat, dass ich was da lernen kann und dass da was ist, was einfach mit meiner eigenen Erfahrung zu tun hat. Aber ich werde über das am Sonntag dann erzählen. But before I want to invite you... Ja, ich weiß. Ja, ich habe den einen Joke nicht gemacht. I didn't do that one joke. Ja. Aber bevor ich euch before I want to invite you into the life and the thoughts of St. Francis, I want to tell you a little bit about the story of St. Francis, because I realize not everybody has it as present as I have it right now. Aber bevor ich jetzt tiefer in die Inhalte hineingehe, will ich euch einfach ein bisschen
über das Leben vom heiligen Franziskus erzählen, weil ich weiß, nicht jeder und jede hat es so präsent, wie ich es gerade habe. Ja? And I want to do this very critically because I believe that even in the life of a saint, or to the life of a saint, we have to look critically. This is not that I will end up with a statue of the saint here and we all worship and venerate and do all that, but I want to look critically at it, and I want to ask, why are some stories told? What is the hidden agenda in this? And that is going to be very interesting. Ich will das Ganze kritisch machen. Ich will kritisch auf dieses Leben schauen. Auch das Leben eines Heiligen kann man kritisch angucken. Also ihr braucht keine Angst haben, steht nachher keine Statue vom heiligen Franziskus hier und wir beten alle an und verehren oder irgend sowas, sondern ich frage, warum werden manche Geschichten erzählt? Was ist die Agenda dahinter? Warum wird es erzählt? Also ich gucke da schon kritisch dagegen. The first picture shows the saint. And this is already the first disclaimer. You see St. Francis and St. Clare. Das ist das erste Bild. Ihr seht der heilige Franziskus und die heilige Clara. Clare was his good friend, his spiritual friend. She joined the order when she was 16 and was the first woman to go this way. Sie ist in diesen Orden mit 16 eingetreten, war die erste Frau. And she is a very important figure, but I'm not going to talk about her. Because that's a whole different story and would make this whole thing so big that we would need much more time. Ich werde nicht über die heilige Clara reden. Es tut mir leid, Clara, aber I'm sorry, Claire, I'm not going to talk about you. But that might be a different session at one point. Ich werde also nicht über die heilige Clara erzählen. So. At least 2 more weekends. Bestimmt zwei Dings. So, I want to look at his life. And the way I want to do this is that I want to focus. I want to focus on moments of conflict in his life. And I want to focus on holy places, on powerful places. And I want to talk a little bit more what I mean with holy places later. I want to look where Francis felt the presence of God in his life. Die Art und Weise, wie ich das machen will, ich werde ein bisschen auf Konflikte gucken und ich werde schauen nach heiligen Orten und ich werde darüber reden, was ich da damit meine und ich werde gucken, wo war die Gegenwart Gottes in seinem Leben, wo hat er die Gegenwart Gottes gefühlt. And then in a third step, I want to tell you what happened during my wanderings in and around Assisi, and I want to take you to a small place outside of Assisi, a place called the Rivo Torto, where I met the saint in a very special and meaningful way. Und dann in dem dritten Punkt werde ich euch auf meine Wanderung durch Assisi mitnehmen und ich werde euch außerhalb von Assisi zu einem kleinen Ort mitnehmen, der Rivo Torto heißt, wo ich den Heiligen ganz besonders gefunden habe. So to begin, what is a saint? For many of us, at least those who come from a Roman Catholic background, it's somebody who is very holy. Ja, für diejenigen unter uns ist ein Heiliger, also für diejenigen unter uns, die katholisch sind oder aus einer katholischen Wurzel kommen, sind Heilige sehr heilige Menschen, wie der Name schon sagt. Ja? They are somebody who are already elevated to a certain closeness to God, and from there can help us down here. That is why some people have problems with saints, because quite honestly, this is not really a biblical image. The biblical image is from Paul, St. Paul, that we are all saints. He calls everybody saints. So all people are already in this relationship to God. So für manche ist es wirklich die Heiligen sind da oben und von da oben helfen sie uns runter. Und das Problem ist, dass das nicht wirklich ein biblisches Bild ist. Ja, weil der heilige Paulus spricht alle Christinnen und Christen als Heilige an. Und von daher ist das
ein Problem. And honestly, I'm one of them who has this kind of problematic relationship to the saints. Ich bin einer von denen, denen es auch so geht. But we also can see saints as people. People in whose life the presence of God became and becomes visible in their respective times. Their life tells a story of God in our world. And somehow then the saints, both women and men, become windows into the reality of God in our world. Andere sehen Heilige einfach als Menschen. Einfach als Menschen, in deren Leben die Gegenwart Gottes sichtbar geworden ist in derjenigen Zeit, in dem Moment, wo sie waren. Diese Leben erzählen die Geschichte von Gott in unserer Welt. Und auf diese Art können manchmal die heiligen Frauen und Männer Fenster werden, Fenster in die Realität von Gott für uns. And then they become teachers. They become teachers for us and for our lives. And that is something I can live with. I can see people as my teachers. I can see them, and I can take what they teach me, and some of it I'm going to be critical, and some of it I will say, okay, you can talk. I will do it my way. My father is a teacher of mathematics. He lived through that. He told me how to do mathematics, and I decided to do it in a different way. So. So that's my way to teach it. So Frankreich Striezel, Troy Perry addresses as the saints too. Ja, jemand hat im Kommentarfeld geschrieben, dass Troy Perry uns auch immer wieder als Heilige anspricht. Troy Perry calls us saints too. That's true. Troy Perry is the founder of our church, and he is the one who started this whole movement. And now I lost my thread. Okay. Huh? Das ist sehr schön. Braucht man nicht jeden sagen, der reinkommt. Also diese Heiligen, did I tell you this in English or in German about teachers and my father? Okay, gut. Diese Heiligen können daher Lehrerinnen und Lehrer für uns werden. Und das ist etwas, mit dem ich leben kann. Lehrer ist klasse. Da kann ich zuhören, ich kann lernen, was sie mir beibringen. Ich kann manches kritisch angucken und bei manchem sage ich, ja, du schwätzt bloß. Gell? Also mein Vater war so ein Lehrer, der unterrichtet Mathematik und der hat versucht, mir Mathe beizubringen. Und ich habe dann gesagt, ja, ich mache es anders. Ist nicht wirklich gut gegangen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja? And this is the reason why I said earlier, we have to be critical on what we were told by the saints. Remember, those are stories that are 800 years old. And remember, those are stories that were told in this age, and they were told by people with an agenda. Denkt immer dran, das sind 800 Jahre alte Geschichten aus der Zeit von vor 800 Jahren. Und sie wurden von Menschen von vor 800 Jahren erzählt, die eine eigene Agenda hatten, die was wollten dort damit. And there are those agendas. Some of those agendas are quite clear. Of course, in that time, people wanted to tell stories and images of how great the saint was. They wanted to tell the great miracles and the greatness of, and how wonderfully heroic he was and saintly and pure and all that. So in dieser Zeit wollten die Menschen natürlich Geschichten erzählen und erzählen, wie großartig der Heilige war und wie heilig der war und welche Wunder er gewirkt hat und wie heldenhaft und tugendhaft und all das war. Some of those agendas are a little bit more difficult to understand. One of the theological agendas from quite early on, interestingly enough, is to show St. Francis in a very close relationship to Christ. And a lot of things that happen in the gospel to Jesus happen in some way also to St. Francis. That starts, I will tell you about this, from the birth in the stable to the wounds we see on the hands
and his feet, the so-called stigmata, and I will talk about those too. They wanted to show moments where Christ and St. Francis were in a very close relationship. So in some way that St. Francis was a new Christ, the Christ for the day. He became so Christ-like that in some way he replaced Christ in some of those more radical theologies. And of course, you can imagine that I have a huge problem with that one. Einige von diesen Agenden sind ein bisschen schwerer zu verstehen. Eine der theologischen Agenden ist, dass die Menschen oder die Theologie der frühen Franziskaner versucht hat, Franziskus und Jesus in eine ganz enge Beziehung zu setzen. Das beginnt damit, dass Franziskus in einem Stall geboren ist und dass er am Ende die Wundmale Christi an den Fingern, an den Händen und den Füßen hatte. Und man hat versucht, so ganz enge Beziehungen herzustellen, dass Franziskus praktisch der neue Christus ist, der Christus für die Zeit, für jetzt. Und dass Franziskus Christus da mehr oder weniger also ein bisschen ersetzt hat. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich da damit ziemliche Probleme gehabt habe oder habe. Von daher, aber es ist Teil dieser Geschichte. This is part of what we are going to tell. And then we can ask the obvious question. Where was St. Francis touched by God? Beyond those agendas by the church and by his followers. What are the moments of connection with God? And I'm not going to tell you everything in his life. I will try to paint a full picture of his life, but I know that I have to leave a lot of out. So this is not going to be a full introduction into St. Francis, but I will tell you as much as I can. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, wo wurde der heilige Franziskus von Gott berührt? Jenseits von diesen Agenten der Kirche oder der Franziskaner oder sonst irgendjemand. Wo waren diese Momente und was hat es mit unseren Momenten der Beziehung zu tun? Und ich werde euch nicht alles über den heiligen Franziskus erzählen, dazu wird die Zeit nicht lange, aber ich werde so viel wie möglich erzählen. Ja? And to be quite clear, as those early followers and the church, I too have an agenda, and I want to use St. Francis. I want to use him as a teacher for us today. Und um ganz klar zu sein, ich habe auch so eine Agenda. Ich habe auch einen Grund, warum ich diese Sachen erzähle. Und ich will den heiligen Franziskus benutzen, um ihn als Lehrer für heute zu erzählen. And I want to use a lot of pictures, pictures that are very famous. It's those famous Giotto frescoes in the Church of San Francesco in Assisi. And I want to show you a few of those pictures in a moment. Ich werde Bilder benutzen, die Giotto-Fresken aus dem Dom vom heiligen Franziskus in Assisi, und ihr werdet einige von diesen nachher sehen. So, let's go into it. St. Francis was born in the year 1181 or 1182. We don't know exactly when. Der heilige Franziskus war 1181 oder 82 geboren. Wir wissen nicht so ganz genau. He was born not as Franciscus or Francesco. He was born as Giovanni Battista. Wurde als Johannes der Täufer geboren. Also das war sein Taufname. His father wasn't at home when he was born, so he didn't have anything to say, and he wanted to have something to say later on. Sein Vater war nicht da, als geboren wurde, und konnte deswegen nichts sagen und hat dann später was gesagt. His father was called Pietro di Bernardone, and I want to tell you a little bit about him. He was a very rich cloth merchant. He was really, really rich, and he had business connections to France. In that time, I think today he would have business connection to China. And he in that time he spoke French. Today he most likely would speak Cantonese
or Mandarin or something like that. Also sein Vater, Pietro Bernardone, war ein sehr reicher Tuchhändler, der Beziehungen nach Frankreich hatte, sprach Französisch und heutzutage hätte er wahrscheinlich Beziehungen nach China und würde fließend Mandarin sprechen oder Kantonesisch oder sowas. Also, he was a multinational merchant. He was the big guy. Huh? Also der war der große Dings. Seine Franciscus' mother was called Johanna or Pica. Now that's interesting. Seine Mutter hieß Johanna oder Pica, was ziemlich interessant ist. Pica ist anscheinend ein Wort für die Elster. It's a word for a bird. It's a word for the magpie. Magpie, right? Pronounced correctly? So this could be a nickname and has to do something with her love for gold and jewelry, fitting for the wife of a wealthy merchant, or for being chatty, like the little bird. Es kann sein, dass es ein Spitzname war, der damit zu tun hat. Elstern gefallen ja diese glitzerige Sache, passt für Juwelen und Gold oder sowas, oder dass sie ein bisschen schwatzhaft war. There is another explanation which I think is really interesting. There is an indication that this name comes from a French root, which I don't even want to pronounce. And it's an indication that this name comes from the south of France and has something to do with the movement of the Cathars. That movement of a parallel church or anti-church. It was condemned by the church, by Rome, as heretic, and they were all excommunicated. But that was a movement that wanted to live poverty and demand poverty from the church. And of course, you can imagine Rome wasn't very impressed by that. So there is an indication that his mother came from that movement. Die andere Sache kann sein, dass der Name Pica aus dem Südfranzösischen kommt, und in Südfrankreich waren die Katharer. Diese Bewegung, diese gegenkirchliche Bewegung im Süden von Frankreich, die Armut gefordert hat von der Kirche. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die katholische Kirche in Rom nicht wirklich beeindruckt war davon. Die Katharer wurden exkommuniziert und auch verfolgt. Eigene Geschichte, the whole own story. But es scheint so, dass die Mutter von Franziskus in dieser Bewegung ihre Wurzeln hatte. And that's interesting because that explains why Franciscus spoke French, and that explains his interest in poverty that later comes to life. Das erklärt, warum Französisch konnte, und das erklärt sein Interesse in Armut. And that also explains his name, because when his father, Pietro, came home, there was this little baby called Johannes Baptista, and he said, no, he's a little Frenchman. I will call him Francesco. It's not a real name in Italy at that time. He just made that up as a name. And perhaps it had to do with a very successful business trip, possible, or it has to do with his love for his wife. We don't know about their relationship, but he called his son Little Frenchman Francesco. Daran liegt jetzt auch der Name, weil als der Pietro heimgekommen ist von seiner Geschäftsreise, war das kleine Baby da, und er hat gesagt, nee, also Johannes der Täufer ist blöd, ich nenne ihn kleiner Franzose, Francesco. Nicht wirklich ein Name, den es damals in Italien gab, aber es kann sein, dass es mit dieser erfolgreichen Reise nach Frankreich zu tun hat, oder einfach mit seiner Beziehung zu seiner Frau, dass er sagt, das ist mein kleiner Franzose. Wir wissen es nicht ganz genau, aber daher kommt der Name. So, let's tell the story of Saint Francis then. I will tell you this with the frescoes of Giotto, and they are in the church in Assisi. Next Bild. Yeah, that is the church of St. Francis in Assisi. It's a double church. There is a lower church and there is an upper church. And in this upper church,
there are those very famous frescoes. Es ist die Kirche San Franciscus in Assisi, Doppelkirche, eine Unterkirche und eine Oberkirche. Und in der Oberkirche sind die Bilder, mit denen ich euch das erzähle. Next picture. This is how the upper church looks like, and you see those pictures. In the lower row are the pictures of the lives of the saints. In the upper rows are biblical images that relates, and I'm not going to talk about this. Das sind also jetzt die Bilder, mit denen ich arbeite. In der unteren Reihe seht ihr die Bilder aus dem Leben vom heiligen Franziskus. Weiter oben sind dann Bilder aus der Bibel, die da dazu in Beziehung stehen, aber da rede ich nicht drüber. Francesco was born in a stable. That is what we are told. Nächstes Bild. Er wurde in einem Stall geboren. This is the Church of San Francesco Piccolino. Das ist die Kirche. Did I say that correctly? Okay, good. Das ist also St. Franciscus Piccolino, also der kleine Franziskus. This was the stable of the family of it's next door to the house where he grew up. It used to be the stable, that's the legend. Das war der Stall nebenan. And the legend tells that his mother was in labor and was in labor and was in labor, and it didn't go on. And finally, a monk passes by and says, "Go to the stable and you will give birth, an easy birth there." So they moved her to the stable, and whoosh, out comes St. Francis. Huh? The legend was that die Legende war, dass dass seine Mutter in der Wehe lag und in der Wehe lag und in der Wehe lag, und dann kommt ein Mönch vorbei und sagt, du geh einfach in den Stall nebenan, und sie bringen die in den Stall nebenan und wuff, da ist der heilige Franziskus. There is a question? Jochen just says, Mia, this might be an idea for your grandchild that is about to be birthed. Es könnte eine Idee für Mia sein. The interesting thing is there is a historical root to that. It's quite possible that this actually happened, because if he's called John the Baptist, it's possible that he's born in November, which is the feast day of Saint. And it's already quite cold in Assisi at that point. And in the stable, there are the animals. And the stable was always the warmest place, because they couldn't heat the places that way. So the idea to actually go to the stable to give birth actually makes sense, beside the theological implications. Es kann sein, dass es da sogar eine historische Wurzel dazu gibt, weil der Stall war der Ort, wo es am wärmsten war, weil dort waren die Tiere, die haben geheizt. Und es kann also durchaus sein, dass es Sinn ergeben hat, im Stall, in der Stallzugang, außerdem wegen der ganzen. Auf jeden Fall, jenseits von theologischer Relevanz, die ihr ja alle seht, kann das durchaus sein, dass das möglich ist. So, he grew up, next bild, he grew up to be the leader of the youth. He was the big guy in town. He was the rich guy. He wanted to become a knight. He had friends all over the place. He was always partying out there with his friends. Well, he had the money, so he picked up the tab after every party. So everybody liked him, especially the young people, and you can see him walking through Assisi in the night, being roaring drunk, singing rude songs or something like that. Wurde zum Anführer der Jugend, und man kann sich das vorstellen. Er war der Sohn von dem reichen Wolle- und Stoffhändler, und man kann sich gut vorstellen, dass der mit seinen Freunden Party gemacht hat, am Ende alles zahlt hat, und dann ging es durch Assisi unter Absingen wüster Lieder. This is the picture that is shown here. He wanted to become a knight. Er wollte Ritter werden. He wanted to move from this merchant class into the upper class of nobility. Er wollte aus dieser Händlerklasse raus, oder Händlerleben raus, und wollte Ritter werden. Huh? So
The first war he can have was a war with the neighboring town Perugia. One was sided with the emperor, one sided with the Pope. Der erste Krieg, den haben konnte, nämlich mit Perugia, das ist 30 Kilometer weiter weg. Die eine waren päpstlich, die andere waren kaiserlich. Er geht natürlich und will Ritter werden. He goes and wants to, and he gets captured, also er wird gefangen genommen und sitzt ein Jahr lang in Kriegsgefangenschaft in Perugia. He is about a year imprisoned in Perugia. Or Perugia. Perugia. I'm sorry, Perugia. Perugia. Which is the twin city of Tübingen, which is okay, good. Okay, good to know. Yeah, so he returns really not the rich guy. Next picture. This is the statue, how he comes back from this. So it wasn't a good experience. His whole dreams of becoming a knight went out of the window. Also es war keine gute Erfahrung für ihn, seine ganze Vorstellung, ich werde jetzt hier Ritter und großartig und Kämpfer und so, alle weg. He was in his early 20s at that point. Er war also Anfang 20. And then two things happen at the same time in his life. And historians think what happens now happened over a period of 2 years. It's very difficult. We cannot say the chronological order because those early stories of St. Francis are not very clear on how that happened in a clear order. It's all a big muddle up of 2 years. Jetzt passiert was Spannendes. Er ist also Anfang 20. Und was jetzt passiert über eine Zeit von 2 Jahren und die Historiker sagen, man weiß es nicht so ganz genau, in welcher Reihenfolge, weil die frühen Erzählungen aus dem Leben vom heiligen Franziskus da nicht klar sind, was passiert in welcher Reihenfolge. Es ist alles miteinander vermengt. He starts to pray. He starts to pray more and more. He looks for a meaning in his life because he just lost one. Er beginnt zu beten. Er versucht eine Bedeutung in seinem Leben zu finden, weil er hat ja gerade eine Bedeutung verloren, also Ritter zu werden. He can't be a knight, so what am I doing now? So he starts to pray. And he wants to learn and hear about Christ and about the gospel. And the interesting thing is that he doesn't do this in the bishop's church, which is right next door to where his family lived. But he goes to a little rundown church down in the olive groves, about 20 minutes, half an hour away from Assisi. Spannende ist, dass er dieses Lernen jetzt nicht in der Bischofskirche macht, die praktisch neben dem Haus ist, sondern er geht in eine kleine, runtergekommene Kapelle, Kirche in die Olivenhaine, etwa eine halbe Stunde zu Fuß von Assisi weg. He goes to San Damiano. We will hear about San Damiano a lot more. Er geht nach San Damiano, so heißt diese Kirche, und wir werden davon noch mehr hören. So sieht San Damiano heute aus. This is the today it's the novitiate, the place where the novices are of a part of the Franciscan order. Very great place. It's heute das Noviziat von einem Teil des franziskanischen Ordens. So sieht es innen aus. This is how it looks inside. And of course, at that point, it's a rundown, half-broken church with a very poor priest, and this is where Francis goes to preach, to learn and to pray. So in der Zeit ist es eine halb zerfallene Kirche mit einem ganz armen Priester, zu dem er hingeht, um zu lernen und um zu beten. Und in dieser Kirche ist ein Kreuz. In this church is a cross, the famous cross of San Damiano. In dieser, das berühmte Kreuz von San Damiano.
That's how that's how Giotto sees this whole scene. So you see, and I will talk about this image later, but you see it's broken down and the saint sits there and prays and there is this cross. Und das ist also, wie Giotto diese Szene sieht, und ich werde mehr darüber reden. Also die Kirche ist kaputt und hat ein Loch im Dach und da ist das Kreuz und der Heilige wird über dieses Bild später mehr reden. Und dann, jetzt müsste das nächste Bild hören. Das ist das Kreuz von San Damiano. This is the cross of San Damiano. This would make a whole session on its own to look at this cross. Very interesting. Das würde eine ganz eigenes Einheit machen, dieses Kreuz mal anzugucken und zu meditieren. But I'm not going to do this. The interesting thing is, St. Francis has a vision. Or actually, it's an audition. Das Spannende ist, dass der heilige Franziskus auf einmal eine Vision hat. Beziehungsweise er hört was, also er hat eine Audition. He hears Christ from the cross say, build up my church that is so much in ruins. Er hört auf einmal, wie der Christus am Kreuz zu ihm sagt, baue meine Kirche auf, die so sehr in Ruinen ist. And of course, that really shakes him. Das erschüttert ihn ganz tief. Gleichzeitig in diesen at the same time in these 2 years, he started to realize he has to overcome his own fears. Das Gleichzeitige in dieser Zeit, in diese 2 Jahre, lernt er muss an sich selber arbeiten, er muss seine eigenen Ängste überwinden. And the one thing he is really mortally afraid are lepers. Und das eine, wovor er wirklich, wirklich, wirklich Angst hat, ganz, ganz fürchterlich, ist Leprakranke. And he goes to them and he even touches them, he hugs them, which is a long, can you imagine, spiritual process to actually not just send them money or something like that, but to actually touch them. Und ihr könnt euch er hatte fürchterliche Angst vor Leprakranken und in einem ganz langen spirituellen Prozess kommt er zu dem Punkt, wo er die berühren kann und umarmen kann. Und das ist natürlich was Besonderes. Also er wirft ihnen nicht bloß Geld zu und sagt, hier, kauft euch was, sondern er umarmt sie. And the interesting thing is now, there is no fresco of that scene. There is no fresco by Giotto about that scene. Francis is shown in all kinds of stuff, and we will see a lot of pictures more, but not this moment with the lepers. And I think because the church that didn't want to see lepers in their own church. Das Spannende ist, von diesen ganzen Giotto-Fresken gibt es kein Bild, wie der heilige Franziskus den Leprakranken berührt. Ganz viele andere Bilder, wer toll ist und bei alles Mögliche, aber nicht das. Und ich glaube, das ist eine dieser Agenten. It's one of those agendas. Dass die Kirche die Leprakranken nicht einmal als Bild in ihrer Kirche haben wollten. Ganz spannend. I think that tells us a lot about the church. And the question for us here is, of course, how do we deal with the images of those we don't want to have in our church? Are there people we don't even want to have their image in our church? Und da ist jetzt für mich so eine Frage, die was mit MCC zu tun hat. Wer sind die Leute heute, von denen wir nicht einmal ein Bild in unserer Kirche haben wollen? And that brings us right to Black Lives Matter in a predominantly white church. Das bringt uns direkt zu Black Lives Matter in einer weißen Kirche. That brings us directly into a cisgendered church that has problems with transgender issues. Das bringt uns direkt in unsere eigene Welt, wo es darum geht, wenn wir als Cis-Menschen, die in unserem Körper, mit unserem Geschlecht einfach existieren, Probleme mit Transerfahrungen haben. Ich finde es eine spannende Frage, wo ist das Bild mit den Leprakranken? Okay. Just one of those questions. I left my manuscript a little bit. Then, of course,
the next thing is he gets into a huge conflict with his father. You can imagine, all that didn't go well with his father. Das nächste, was passiert ist, es gibt einen riesen Konflikt mit seinem Vater. Can you show the next picture? Because he wants to build up the church. So, at the beginning, he takes this quite literally. He starts with his own hands to build up San Damiano. He just takes stones and nails and wood and starts to repair that church, because build up my church that is so much in ruins. Fängt an, die Kirche aufzubauen. Und in dem Moment versteht er natürlich, er soll San Damiano wieder aufbauen. Also er nimmt Steine und Bretter und Nägel und fängt da an, rumzuhämmern und rumzubauen, weil baue meine Kirche auf, die so sehr in Ruinen ist, San Damiano. And at the beginning, he does this with San Damiano and with two other churches. One becomes very important later, the Portiuncula. Macht es mit zwei anderen Kirchen, nämlich San Damiano und einer Kirche, die später die Portiuncula genannt wird, ist Santa Maria degli Angeli. Das ist der richtige Name. It's Santa Maria degli Angeli. That's the real name of the Portiuncula. And another church whose name I just forgot. Und eine dritte Kirche, deren Namen ich gerade vergessen habe. So at the beginning, he begs. He asks people, "Can you give me a stone, or could I have? You have leftover wood? Can I have that?" So he begs. Am Anfang sagt er, kann ich einen Steu haben, oder ihr habt doch da Bretter übrig, könnte ich die bitte haben? Er bettelt diese Sachen zusammen. But then he goes a step further, and now the conflict starts. So far it was all not so bad, but now the conflict starts. He goes one step further. He goes into his father's warehouse. He gets a whole pile of very expensive cloth. He goes to the market, sells them, and wants to buy material to build up San Damiano. Und jetzt geht er einen Schritt weiter. Er geht ins Lager von seinem Vater, klaut da einen ganzen Berg teuren Stoff, geht auf den Markt, verkauft das ganze Zeug, um das Geld zu nehmen, um San Damiano wieder aufzubauen. And you can imagine that this didn't go down very well with his father. Ihr könnt euch vorstellen, dass das dann so der Punkt war, wo sein Vater gesagt hat, jetzt langt's. Ja? I will talk about this conflict in the afternoon more, so I will skip it a little bit here for the sake of time. Ich werde heute Mittag über diesen Konflikt mit seinem Vater noch deutlich mehr reden. But the whole story ended in St. Francis renouncing his father. That's the other famous moment in the life of the saint. Das Ganze endet in dem Moment, wo der heilige Franziskus sich von seinem Vater lossagt. Ganz berühmte Szene, die man hier darstellt. His father brings him in front of the bishop, and at that point St. Francis says, "Well, you are not my father anymore. I'm only calling God Father, and here you have the clothes, and here you have my underwear." And he stands there naked in the square of Assisi, and the bishop covers him with his cloak. Das ist diese berühmte Szene, wo er sagt, also ich nenne dich nicht mehr Vater, sondern nur Vater im Himmel, und hier hast meine Kleider und da hast mein Unterhose, und der Bischof bedeckt ihn mit seinem Mantel. So the bishop protects him and allows him to live a life as a poor hermit. Also der Bischof beschützt ihn und erlaubt ihm ein Leben als einsamer und armer Eremit zu führen. And at that point, the first brothers join him, and it's the first few brothers come, men from Assisi, and they first gather a little bit outside of Assisi in a stable, in a donkey stable, at a place called Rivotorto, which is near where the lepers are, and
River Torto will be important on Sunday. But at one point, the farmer comes back and sees those trams or those people sitting in his donkey stable, and he chases them away. So, die ersten Brüder treffen sich, versammeln sich in einem kleinen Ort, der River Torto heißt. Da kommen erste Männer aus Assisi dazu. Sie wohnen, hausen irgendwie in einem Eselstall. Und irgendwann kommt der Bauer und sagt, also, was soll denn das hier? Und jagt sie davon. Er bringt seinen Esel wieder zurück. This is a picture that shows that. Next picture. Yeah, this is how inside the now church of River Torto, they have built up this stable thing where the first brothers lived. Also das ist ein Bild, wie es heute in River Torto innerhalb der Kirche aussieht. Eine Nachbildung von diesem Eselstall, wo sich die ersten Brüder getroffen haben. And then they go to this other church. From there they go to Santa Maria delle Angeli, to the Portiuncula, and set up little huts there, and started to gather around this place. Von dort gehen sie nach Santa Maria delle Angeli zur Portiuncula, wo sie kleine Hütte bauen und sich dann dort tatsächlich versammeln. The order grows very rapidly and is recognized as a poor order by the Pope. There's a picture of that. So St. Francis goes to the Pope and presents a first rule, which basically is just a collection of biblical verses. And the Pope says, yeah, you do whatever you want, and in a year come back and we will talk more. Die Brüder gehen zum Papst, präsentieren die erste Regel, die eigentlich bloß eine Liste von Bibelversen ist. Und der Papst sagt, ja, okay, macht mal. In einem Jahr schwätzen wir weiter, kommt dann wieder. The reason, and now we are back into the agendas, der Grund, und jetzt sind wir wieder bei den Agenden, the reason why the Pope says that, because he had a dream the night before. He had a vision. Can we show the vision? He had that's the Pope sleeping with some people sitting there and sleeping too. And he has this vision of this poor monk holding up the cathedral church of the Lateran Basilica, the Basilica in Lateran, which is the main Pope church. To this day, it's not St. Peter's, it's the Lateran Basilica. Der Papst träumt, er liegt da und schläft mit seinen Dienern, die auch schlafen, und er träumt, wie ein armer Mönch die Lateran Basilika vorm Einsturz bewahrt. This is the first thing where it's clear the church wants to use St. Francis. Hier sehen wir, dass die Kirche der heilige Franziskus benutzen will. Da sind wir an dem Punkt. It's not about St. Francis anymore. It's not about himself anymore. It's suddenly about what can he do for the church. And we want to use him in a certain way. And being used is something that will happen throughout his whole life. The church immediately understands there is somebody we can use to do something. Und hier sehen wir zum ersten Mal, dass der heilige Franziskus benutzt wird. Benutzt von der Kirche, also von der römischen Kirche in dem Fall, um eine gewisse Agenda durchzusetzen. Die merken sofort, da ist jemand, den wir benutzen können, um was mit ihm zu machen. Den können wir benutzen. Diesen armen Menschen können wir, die Reichen, benutzen. Spannende Geschichte. So, the order grows. They go all around the place, and there are many stories how it worked, and then it didn't work, and then they gathered together, and then other brothers came and joined them, und wächst diese kleine Gruppe, der Orden wächst, und es gibt ganz viele Geschichten, wie sie jetzt durch Italien ziehen und predigen, und manches funktioniert und anderes funktioniert nicht, und dann treffen sie sich wieder. Also da gibt es ganz viele Geschichten. What they do is they preach repentance.
repentance, which is a usual thing at that point. They preach, let your wrong ways go, become poor, focus on God. Ja? Die predigen eigentlich das Übliche, was damals gepredigt wurde, nämlich Umkehr und Buße. Man soll seine Reichtümer abgeben und man soll sich auf Christus ausrichten. Also all das. Francis even goes on a crusade. He wants to convert the heathens. Ja? Er geht sogar bei einem Kreuzzug mit, weil er auf einmal die Heide bekehren will. Which is an interesting thing. He even meets the Sultan. In a very famous story, he gets himself into the war camp of the Sultan and even is brought before the Sultan. And there is this famous meeting with the Sultan. Also er geht mit auf den Kreuzzug, schafft es tatsächlich ins Kriegslager vom Sultan zu kommen, wird vor den Sultan gebracht. Ganz berühmte Begegnung. He meets the Sultan and they have a theological discussion. And this is why St. Francis is so important for interreligious dialogue and why interreligious prayer happened in Assisi. Das ist der Grund, warum Franziskus so wichtig ist für den interreligiöse Dialog und warum das interreligiöse Gebet in Assisi stattgefunden hat. Again, this is a totally independent story of we could talk at least 2 hours about this meeting alone. So I will not do this because I just want to lead you. But I just want to make sure you know that. Also man könnte da 2 Stunden drüber reden und wäre immer noch nicht fertig. Ich wollte euch bloß, dass ihr diese Geschichte kennt. So, St. Francis goes into his way of doing things from the very beginning is that he preaches and wants to live poverty. He wants to live radical poverty. He really wants to live poverty on its most poor form of existence, really with nothing. Spannende ist, was Franziskus will, ist Armut leben. Und zwar radikale Armut. Also Armut da, wo sie am ärmsten ist. Wirklich mit gar nichts. He even refused to touch coins when he found one on the floor. Er hat sogar keine Münze angelangt, wenn er eine gefunden hat. The only thing what he accepted was when people gave him food. And whatever food they gave him, he told his brothers, whatever they give us, we will eat it. Also das Einzige, was er angenommen hat, war Lebensmittel. Und er hat seine Brüder gesagt, was auch immer man kriegt, wir essen es. That was the way of what he's doing. Das war der Weg, den er gehen wollte. And that is interesting, because this radical poverty is both a critique on the church and in his eye the solution for the problem of the church. Das ist spannend, weil es ist zum einen eine radikale Kritik an der Kirche und es ist gleichzeitig in seinen Augen die Lösung für das Problem, das die Kirche hat. You must understand that the church at that point was really rich. Perhaps not the individual priest, we just heard about the one in San Damiano, but as a hierarchy, as the bishop, as Rome, as the church buildings, at least the nicely ones, it was rich. And that is what Francis critiques. Man muss verstehen, die Kirche in der Zeit war wirklich reich. Vielleicht nicht jeder einzelne Priester, wir haben gerade von diesem Priester in San Damiano gehört, aber als Organisation, als Hierarchie, als Kathedrale, als Rom war die Kirche unglaublich reich. Und das kritisiert der heilige Franziskus. And he sees his way of poverty as the solution. Er sieht das als die Lösung. He says, if we all live this poor life, then we all live in peace. Wenn wir alle diese Armut leben, dann können wir auch in Frieden miteinander leben.
And here we are in the agendas again. You can imagine that the church said, oh, great, yeah, there are people living a poor life. Look at the Franciscans, says the Pope, who sits on his throne with all his riches. Ihr könnt euch vorstellen, da sind wir jetzt genau wieder an der Agenda, weil die Kirche natürlich dann gleich sagen kann, da guck doch, wir haben doch die Franziskaner, die sind doch ganz arm, sagt der Papst, der auf seinem goldenen Thron hockt mit seinem ganzen Reichtum. So this is the one main issue that Francis preaches. Das ist die eine Geschichte, die der heilige Franziskus predigt. The other one is that he has a very special relationship to nature and creation. Das andere, was wirklich wichtig ist, ist, dass er eine ganz besondere Beziehung zur Natur und zur Schöpfung hat. Again, the traditional theology, the traditional thinking about creation was, this is what we got from God to use, to do whatever we want, in brackets, to become very rich, brackets closed. Müsst ihr immer dran denken, die bisherige Theologie an der Kirche war, die Natur ist uns untertan, damit wir damit machen können, was wir wollen, in Klammer, damit wir so reich werden wie möglich, Klammer zu. Francis suddenly starts to talk to creation. He has a very close relation to the church. He's preaching to the birds, and that's perhaps the most famous image that we have of Saint Francis. Can we have, yeah, this one? It's at the outside, next to the door when you leave the church. Very interesting picture. Der heilige Franziskus hat diese ganz besondere Beziehung zur Schöpfung. Er predigt den Vögeln und das ist vielleicht das berühmteste Bild, das wir von ihm haben. Das ist auch in San Francesco. Wenn man rausgeht aus der Kirche, sieht man dieses Bild. And I just want to read let me just check the time. Yeah, let me just read the Sermon to the Birds to you. I think that's important to hear, because everybody knows the picture, but nobody knows what he actually said to them. Ich will euch die Predigt zu den Vögeln vorlesen, weil jeder kennt das Bild, aber keiner weiß, was er eigentlich gesagt hat. My little sisters, the birds, you owe much to God, your creator, and you ought to sing his praises all the times and all places, because he has given you liberty to fly about it into all places. And though you neither spin nor sew, he has given you a twofold and a threefold of clothing for yourselves and for your offsprings. Ihr schuldet so viel Gott, eurem Schöpfer. Und ihr solltet seinen Lobpreis alle Zeiten singen und in allen Orten, weil er hat euch die Freiheit gegeben, überall hinzufliegen. Und obwohl ihr weder spinnt noch näht, hat er euch zweifach und dreifach Kleidung gegeben für euch selbst und für eure Kinder. 2 of all your species he sent into the ark with Noah, that you might not be lost to the world. Beside which he feeds you, though you never sow nor reap. 2 von eurer Art hat er in die Arche geschickt mit Noah, dass ihr nicht verloren sein solltet für die Welt. Und jenseits davon füttert er euch, obwohl ihr weder sät noch erntet. He has given you fountains and rivers to quench your thirst, mountains and valleys in which you take refuge, and trees in which you build your nests, so that your Creator loves you much, having thus forwarded you with such bounties. Er hat euch Quellen und Flüsse gegeben, um euren Durst zu löschen, und Berge und Täler, in dem ihr euren Schutz findet, und Bäume, wo ihr euer Nest baut. Euer Schöpfer liebt euch so much, dass er euch mit all diesen Reichtümern beschenkt hat. Beware, my little sisters, of the sin of ingratitude, and study always to give praise to God. Seid vorsichtig, kleine Schwestern, vor der Sünde der Undankbarkeit. Und studiert und versucht immer, Gott Lob und Preis zu geben. You see, he's talking to the
birds, but he's actually talking to Brother Leo. This is Brother Leo. I like Brother Leo. Brother Leo was the first one who joined him. Ihr merkt, also er predigt den Vögeln, aber in Wirklichkeit predigt er natürlich Bruder Leo, beziehungsweise den Menschen um ihn herum. Ich mag Bruder Leo. Bruder Leo war der Erste, der sich ihm angeschlossen hat. Brother Leo he was nice, he was a little bit simple, and he was very faithful. He was really the faithful friend. Der Bruder Leo war ein bisschen einfach und sehr nett, aber unglaublich treu, war immer beim heiligen Franziskus bis zum Schluss. So Francis talks about creation and to the creation, but he always has an eye on why are we doing this? What am I telling to creation and what I'm telling to the people about creation? Es geht immer darum, dass er zwar zur Schöpfung redet und über die Schöpfung redet, aber immer so aus so einen Blick auf die Menschen hat, die zuhören. Interesting thing about this picture is this happened by chance. St. Francis, the story is that St. Francis went out on the walk with Brother Leo, and suddenly there was all those birds sitting around, and St. Francis started to preach, and they were all listening, and St. Francis was really excited, and oh, great, I'm preaching to the birds. So die Geschichte ist, dass er mit Bruder Leo unterwegs war. Auf einmal waren da die ganze Vögel und das sind die Vögel, ich predige den Vögeln, und Franziskus war ganz begeistert und toll und überhaupt. And a few days later he thought, oh, I'm going to do this again. I'm going to do this. This was fun. This was great preaching to the birds. I'm going to do this again. So he started to preach and all the birds just flew away. Ein paar Tage später hat er gedacht, oh, das hat Spaß gemacht, den Vögeln zu predigen, mache ich gerade nochmal, und da sind wieder irgendwelche Vögel, und das fängt an zum Prediger und die ganzen Vögel fliegen weg. So, for me, that is an interesting thing about expectance. This is how we expect sometimes to our church to happen. We think, oh, this is working great, we are doing this again, and next time it just doesn't work. Also, ihr werdet merken, das ist eine Geschichte über unsere Kirche, gell? Wenn wir so, oh ja, wir haben was gemacht, das funktioniert klasse und toll und überhaupt und alles in Kommen und überhaupt, und machen es wieder und es kommt keine Sau. Also das ist natürlich die Geschichte unserer Kirche auch. And this is why I like this story so much, because there were so many little things where you can see, oh, interesting, this works, and it has something to do with me. Daher mag ich diese Geschichten so, weil sie sich mit uns irgendwie in Beziehung setzen lassen, wo ich sage, oh ja, das funktioniert bei mir auch, und ich lerne da was. The other story about creation is the wolf of Gubbio. Oh, I like that story. Can we have the picture? There is no fresco, but there is a statue. We will see statues of that kind later on. A little bit more. Die andere Geschichte ist der Wolf von Gubbio. Ich mag diese Geschichte, und da gibt es auch kein Fresko, sondern nur eine Statue. Wir werden diese Statue später noch sehen. There was this wolf in a little town called Gubbio, most likely an old single wolf who terrorized the whole city. So St. Francis was called, and he goes out, and there he is, this huge evil wolf, and everybody thinks that's the end of it. Also die Geschichte ist, da gibt es diesen Wolf, der dieses Dorf terrorisiert, ein Einzelgänger, und sie rufen der heilige Franziskus, und heilige Franziskus tritt raus, und da bam, ist der Wolf da, und jetzt denken sie alle, okay, das ist das Ende von, and he just talks to them. He just talks to the wolf, and he says, Brother Wolf, I know you have problems, I know you're hungry, but I want to make peace between you and the good people of Gubbio. You promise not to terrorize them anymore, and they promise to feed you. I want to make peace. Und er geht zu dem Wolf und sagt zu dem Wolf, Bruder Wolf, ich weiß, das ist echt schwer und du bist hungrig, aber ich will Frieden machen zwischen dir und den Menschen von Gubbio. Du versprichst ihnen nicht zu terrorisieren, und die versprechen dafür, dich zu füttern. And this is what happens. For the next 2 years, until the wolf dies, the people of Gubbio feed the wolf. There is peace between creation and mankind.
Das ist also, und genau das passiert über die nächsten 2 Jahre, bis der Wolf dann schließlich stirbt, füttern die Menschen von Gubbio den Wolf und es geschieht Frieden zwischen der Schöpfung und der Menschheit. So St. Francis is the one who wants to make peace. He's the peacemaker in all of this. And I think this is something I want to hear. This is one of the things I want to learn beside the colorful story. Das ist, was ich hören will. Das ist etwas jenseits von dieser bunten Geschichte. Aber wouldn't it be nice if we as human beings would be peacemakers between creation and mankind? Das ist, was ich hören will. Wäre es nicht schön, wenn wir als Menschen Friedenmacher sein könnten zwischen der Schöpfung und der Menschheit? I think there is a lot in this picture. Ich denke, da ist ganz viel drin. And then, of course, there is the most famous thing we hear from St. Francis. We heard it yesterday in the sermon, in the service, the Canticle of the Sun. Und natürlich ist da das Wichtigste, was wir von ihm wissen als Text, nämlich der Sonnengesang des heiligen Franz von Assisi. There is a picture of that. I choose again, there is no fresco, so I took this one. This is interesting because in the Canticle of the Sun, most people think that he's praising God for creation. We have this song, Laudato si, o mi Signore. Be praised for, the song says. Be praised for Brother Sun and Sister Moon or the other way around and all that. Viele von uns denken, gerade weil wir dieses Lied im Kopf haben, dieses Laudato si, sei gepriesen für alle deine und für. It's not there. It doesn't say so. That's the interesting thing. The Canticle of the Sun praises God not for creation. The Canticle of the Sun praises God through creation. And that's important. Und das ist der Sonnengesang lobt Gott nicht für die Kreation, was Sinn ergeben hat, sondern für die Schöpfung, sondern durch die Schöpfung. Durch deine Schöpfung, die Schöpfung selber singt das Lobpreis Gottes. The creation itself sings the praise of God. And that's a totally different theology, of course. Because praising God for the creation is, okay, thank you God for whatever, so I can use it. Ja, das ist eine ganz andere Theologie, weil Gott für die Schöpfung zu preisen heißt, vielen Dank Gott, dass du uns die Schöpfung gegeben hast und jetzt kann ich sie benutzen. If we understand in this different theology that the creation praises God alongside us, also that the creation sings the praise of God as we do, then we can't use it, but we are equal. Und das ist eine ganz andere Theologie. Weil wenn wir nämlich wenn wir sagen, die Schöpfung selber singt das Loblied Gottes mit uns zusammen, dann sind wir auf einmal auf der gleichen Ebene miteinander. Und das ist eine total andere Geschichte. And then, next picture. Ja. Yeah. And then in this whole story, back to the life story, he withdraws much more and more from the world. The whole thing with his order, it's all too much for him. Within 4 years, he gives up the leading of his order. I find that very interesting. He just starts and then says, somebody else, Peter Catani, you do it. And when Peter dies, one of his first followers, Brother Elias, takes over. Francis just wants to, it's all too much for him. Also das Spannende ist, dass sich der heilige Franziskus mehr und mehr aus dem Leben zurückzieht oder von der Welt zurückzieht. Er leitet nicht einmal seine eigene
sein eigener Order. Er sagt zuerst zum ganz frühen Bruder Petrus Catani, der sollte den Order leiten, später dann der Bruder Elias. Und er zieht sich mehr und mehr zurück. I will talk about this a little bit more later. But he always tries to show people the reality of God in their lives. And that's, and again, I will talk about this later. I just wanted to show it here. This is why he invents the nativity scene. This is how he does it. It's the picture from San Francesco about the nativity scene in Greccio, where he starts this whole idea of Christ is born in our world. Also das ist jetzt das Bild, wie er in Greccio die erste Krippenfigur, die Krippendarstellung aufbaut. Ich werde darüber auch mehr erzählen, aber er versucht, obwohl er sich aus der Welt rausnimmt, versucht er zu erklären, dass Gott in der Welt ist. So he withdraws from the world, but God is in the world. And then we have other stories that again relate to biblical stories. How here I become critical again. Next is Bild. This is how he goes to one of his favorite places, Mount La Verna. We will hear about that later. And on the way, a peasant gives him his donkey, and then he rides on the donkey, and both the peasant and the donkey want something to drink, and St. Francis knocks on the rock, and a Wellspring comes out. Und jetzt kommt wieder so Geschichte, wo ich dann kritisch werde. Die Geschichte ist, dass er auf der Berg La Verna gegangen ist, einer seiner Lieblingsorte, und dort ist ein Bauer, der ihn auf seinem Esel reiten lassen, dann haben die beide Durst, der Bauer und der Esel, und dann haut der heilige Franziskus gegen den Felser und eine Quelle kommt das. That, of course, is a biblical story. This is again, St. Francis is at least like Mose. Das ist also der heilige Franziskus ist mindestens so gut wie der Mose. Also was der Mose kann der heilige Franziskus schon lange. So, and what Mose was able to do, St. Francis can do easily. But again, you feel this is an agenda. We don't know about the reality of the story, and but it shows why it was told, because we have to elevate St. Francis. Da sind wir jetzt wieder, müssen wir wieder kritisch sein. Da ist eine Agenda dahinter. Der heilige Franziskus ist so ganz, ganz klasse. Wir heben den ganz hoch. And there are many other similar stories that could be told. Next is Bild. The interest. Oh no. Well, we can have that. The interesting thing is that St. Francis was also somebody who overstepped boundaries. He did his own thing. He couldn't care less about boundaries, and we see that on several occasions where he does that. Der heilige Franziskus überschreitet aber auch Grenzen. Und der macht sein eigenes Ding. Und wir sehen das an verschiedene Dings. Brother Leo, he had faith issues. He was so much in doubt that St. Francis gives him a blessing. He writes it down, a special blessing, which is the blessing of Aaron. Which we now use in church lives a lot at the end of services. Also den biblischen Segen vom Aaron, den schreibt er für den Bruder Leo auf. Of course, that is something only a priest could do in his time. Das ist natürlich was bloß ein Priester tun kann in seiner Zeit. But he does it. He sings, and that's why I showed you the picture of Greccio, because in Greccio he sings the gospel. Das habe ich das Bild von der Krippe, weil in diesem Krippegottesdienst singt er das Evangelium, which is only something an ordained deacon can do in this time. He couldn't care less. He wants to sing the gospel. He does it. Also im Krippegottesdienst singt er das Evangelium, was eigentlich nur ein ordinierter Diakon machen durfte. And
even at the end of his life, he's in the monastery, and only men can enter because it's all male and all. And he has a very good friend, fairly rich person from Rome, a woman, Jacoba, and she comes just in time to see him before he dies, and he just declares her a man. He just declares, "Oh, this is Brother Jacoba." And everybody goes, yeah. So er hatte relativ reiche Freundin, die ihn unterstützt, und die kommt gerade rechtzeitig kurz bevor er stirbt. Und natürlich alles im Kloster und nur Männer und keine Frauen und das Ganze. Not even Claire could come, and she wanted to, but he says definitely no. Nicht einmal Clara. But die Jacoba kommt und er sagt, ja, das ist Bruder Jacoba. Und alle gehen, ja, klar. So he even crosses, I know this is really pushing the gender issue here a little bit, but I like Jacoba. I like that moment very much. Ich weiß, das ist so diese Transgender-Geschichte ein bisschen gepusht. Interesting thing is, she's buried in the crypt of St. Francis. Jacoba ist in der Krypta von San Francesco auch beerdigt. Interesting. So now we come to a really difficult issue, and we have about 10 more minutes, and then I will stop. St. Francis was struggling with his faith whole life. He was fighting his inner demons. He was always thinking he wasn't good enough. He always thought this is. He even contemplated suicide at one point because he was such a failure in his eyes. Der heilige Franziskus hatte die ganze Zeit Glaubenszweifel und Zweifel an ihm selber, und er war nicht gut genug und alles. Er hat sogar sich mal überlegt, ob er sich umbringt. And finally, in a vision, he receives on his body, and that's what the story is. I haven't seen the stigmata. He receives the wounds of Christ in his hands, in his feet, on his side. Und er erhält die Wundmale Christi. Ich habe sie selber nicht gesehen. Aber er in seine Hände, seine Füße, an der Seite erscheinen die Wundmale Christi. Again, in some ways, this is bringing him very close to Christ. Uncomfortably close, in my opinion. Wieder, das bringt ihn sehr nah an Christus ran, für mich ein bisschen unangenehm nah. But on the other hand, it is one of those moments where he withdraws so much from world that he, in his mind and in the minds of those who believe it, already crossed the border between here and there. Also in seinem Kopf und in seiner Art und Weise, und für diejenigen, die es glauben, überquert der heilige Franziskus da schon die Grenzen. This is a few years only before his death. He becomes very sick. He was always frail, and it's clear that he's going to die. So das passiert kurz vor 2-3 Jahre bevor er stirbt. War immer krank, war immer hinfällig, also kein Wunder. Und sein Tod ist spannend. Er ist in Assisi. He's in Assisi. They brought him to Assisi, into the palace of the bishop, because they want to make sure once he dies, we want to have the body. Because he is this famous saint by this time, so we want to have this body, because if he dies somewhere else, the people from Perugia are going to steal the body, and they will have the body. Also sie bringen den noch lebenden Franziskus in den Bischofspalast, weil ganz klar ist, also dieser wichtige Heilige, den brauchen wir, also wir wollen seinen Körper, die Reliquie, weil sonst kriegen die von Perugia, und das geht ja gar nicht. He decides to run away.
he has his brothers carrying down to Santa Maria degli Angeli, to the Portiuncula, which is uncomfortably close to Perugia, for the people of Assisi, and he wants to die there. So he is there. He dies. There is a whole story about that, which is I'm not telling the details of that, but he dies laying naked on the ground in der Portiuncula. Also stirbt dann letztendlich in der Portiuncula, was für die vielleicht von Assisi ein bisschen arg nah an Perugia dran ist. So immediately after he died, they bring him back to Assisi with all the guards that they can bring, and they stop at San Damiano, where Claire lives now. This is the picture, and that she can say goodbye to him. But you can see all the rich people from Assisi are already going, we have him, we have him, we have him, because this is money. Und also kurz nachdem er stirbt, wird er zurück nach Assisi, braucht der Körper. Clara darf sich noch von ihm verabschieden kurz, aber die ganze Assisi-Leute sagen, ja, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Ja. And they finally built this huge church. He's declared a saint only 2 years later, and they are going to build a huge church to hold his body. And I have a picture of the crypt. This is the rather new crypt. For a long time, the body was lost. Then it was refound, or something was refound, and this is where the crypt is, now. So 2 Jahre später wurde er zum Heiligen erklärt. Man hat eine riesengroße Kirche gebaut, die habt ihr gesehen. Das ist die Krypta. Das ist eine neue Krypta. Der Körper war für eine lange Zeit unauffindbar, und dann hat man ihn schließlich wiedergefunden, oder man hat irgendwas wiedergefunden. Auf jeden Fall, das ist die Krypta, wo er ist. So, this is now once through his life in a very short time. I've left out a lot and focused on some things, and it might become clear today and tomorrow why. Ich habe euch jetzt einmal im Galopp durch das Leben vom heiligen Franziskus geführt, habe viel ausgelassen, ein paar Sachen erzählt. Es wird vielleicht nachher und auch später klar werden, warum ich euch was erzählt habe. So, we have, wann haben wir gesagt, dass unser spirituelle, wie ist der Terminplan? I'm sorry, I'm just asking for the exact timing. I don't have that present, but it's now 10:30, and Jochen is just looking at exactly our okay, good, wonderful, great. Good. I'm sorry, I was just asking for clarification about the time. Ich habe bloß gerade Jochen nach Klarheit wegen der Zeit gefragt. Are there questions you want to ask for a few more minutes before I give you a task to do? Yeah. He says there are too many questions for a few minutes. Da sind zu viele Fragen für. Okay, good. He just said he wants to offer a different minority report on St. Francis. I'm happy to hear that, and in a conversation. But and can you do it in a very no saint ever will have one sign of Jesus Christ. No saint ever. Yeah. Except by deception. Okay, I'm just repeating it because I don't know if this microphone is picking up. One of his critiques is that no saint ever, and there are several, will have the stigmata, the wound signs of Christ, except by deception.
Absolutely correct. Oh, Entschuldigung, in Deutsch. In Deutsch. Er sagt, kein Heiliger jemals, und es gibt mehrere Heilige, von denen das erzählt wird die Wundmale Christi tatsächlich am Körper haben, außer durch Betrug. My answer to that is, even in the very early time, basically immediately after the stories about the stigmata went out, people said exactly the same thing. Von Anfang an haben Leute gleich, also nachdem die Geschichten mit diesen Wundmalen draußen waren, haben Leute sofort gesagt, also das kann nicht sein, das hat er sich selber noch kratzt oder sowas. So, yes, there is. It's just part of the story. Es ist Teil der Geschichte. That's why I told you. And I said, it's not my spirituality at all. And the second one, no saint ever will preach to the creation, but it's our duty for our whole life to listen what the Lord wants to preach to us by His creation. Uh, he says, no saint whatsoever ever preached to the creation or can preach to the creation, but our duty is to listen to creation, what creation tells us. The Lord made His creation for our use. I read Genesis, the first chapter, verses 26 to 31. He made it for our use. He just said, and I'm repeating it because of the technique, and you tell me if I'm not repeating you correctly, that the creation was created in Genesis for our use. So this is what we should listen to, not preach to. Habe ich dich? Ja, ja. So, ja. Er sagt, die Schöpfung war, und es steht im ersten Buch Mose, für uns geschaffen, ja? Für uns, macht euch die Erde untertan, ja? Dass wir sie beherrschen sollen. So steht es in der Bibel, und es ist unsere Aufgabe, auf die Schöpfung zu hören. Aber das so, genau. Ja. Ja. This will basically lead immediately into the exercise I have for you in a moment. Ja? Das wird auch gleich in die Übung einfließen, die ich habe, ja? Für euch. Any more comments, questions? Oh, silence. Stille. Good. For the next half hour or so, food is at 12. So it's now 10:30. For the next hour or so, I have a spiritual exercise for you, because it's not just me telling you stories about the saint. Für die nächste Stunde oder so habe ich eine Aufgabe für euch, weil es geht jetzt nicht bloß darum, dass ich irgendwelche Sachen erzähle. And you people online that are still listening, you are invited to do this in your respective homes. Also die noch zuhören, können das gerne auch daheim machen. I want you to go out. Sunshine out there. Ich würde, dass ihr gerne rausgeht. Try to be consciously in silence. Set your alarm on your mobile for half an hour, for 40 minutes or so. Ich würde gern, dass ihr rausgeht und bewusst in Stille seid. Und macht euren Alarm an. For a halbe Stunde, 40 Minuten. And why I say this is because it's very difficult to be in silence.
and you will see silence can be very long. So it might be helpful to have a timekeeping device telling you, no, it's not already half an hour, it's just 3 minutes. Ja? Ihr werdet sehen, Stille sein, wenn ihr rausgeht. Deswegen sage ich, schaltet euren Wecker an. Ihr werdet sehen, Stille halten ist gar nicht so einfach. Und ihr werdet merken, oh, es ist noch keine halbe Stunde, sondern es sind erst 3 Minuten. Deswegen, but go out. Do not try to engage in a conversation with somebody else. Versucht jetzt nachher nicht in einem Gespräch mit jemandem zu sein, sondern nutzt diese Zeit. Use this time for yourself. And honestly, even if you don't want to engage, which is totally great, you can take this as a break. But perhaps the other person you're talking to wants to do this exercise. So I really ask you to honor that. People do this in their own way. Also lade euch ein, versucht jetzt nicht in ein Gespräch mit irgendjemand zu kommen, weil vielleicht will der oder die andere ja gerade diese Übung machen, zu denen ihr da gerade schwätzen wollt, oder die sind dann zu höflich, um zu sagen, du pst, and they might be too gentle and nice to actually tell you off. There is this room where we just keep quiet if you don't want to go outside. There is a lot of space outside. There is fields over there. There are fields in the other. Basically, wherever you go, there are fields. Just go there. And I want to focus on that one picture of St. Francis. Und ich hätte gern, dass ihr rausgeht und einfach für eine halbe Stunde Stille habt in der Natur und auf dieses eine Bild euch konzentriert. I think I have it. No, I don't. It's the Sermon to the Birds. Geht and think about what do I want to hear from creation. Take this half hour and listen. Listen to the tree, listen to Brother Sun, listen to the grass. Just listen. And try to hear what creation is telling you about you. Ja? Geht raus, versucht diese halbe Stunde zu nehmen und auf die Natur zu hören, in dieser Natur zu sein. Hört, was der Baum euch sagt oder Bruder Sonne oder das Gras. And for those of us who are like me, who like to talk, und für diejenigen unter uns, die so sind wie ich, die gerne reden, what do you want to ask the nature? Perhaps there is something you want to tell them. Say thank you, say sorry, say talk to me. Also für diejenigen unter uns, die vielleicht mehr reden wollen als hören, so wie ich, vielleicht überlegt euch auch, was wollt ihr tatsächlich sagen, diesem Baum, diesem Gras, dieser Sonne. Ja, danke, Entschuldigung oder sprich zu mir. I want to use this time, and then we will come back here. We will come back here at 11:30, please, which is nearly an hour that you have for about 20 minutes of sharing. This is not going to be online, the sharing. We will do this in this room together. So whoever is here at 11, we will start a session of sharing. Ich werde um 11 sind wir dann wieder hier in diesem Raum und ich lade euch ein, dann für so Viertelstunde, 20 Minuten darüber zu reden, was da passiert ist für euch, was für euch da passiert ist. Und das wird nicht online sein, sondern einfach hier. And so far, I thank you for listening to me, and thank you for, I hope, at least the willingness to engage in this exercise. And I'm looking forward to seeing you in about an hour. Also vielen herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr vielleicht diese Übung mitmacht. Und ich freue mich, euch in etwa einer Stunde wiederzusehen.